Das Thema digitale ID lässt uns nicht los und es scheint international an Fahrt zu gewinnen. Jetzt hat die britische Regierung angekündigt, eine digitale ID einführen zu wollen, also einen digitalen Personalausweis, angeblich um die illegale Einwanderung zu bekämpfen. Was es damit auf sich hat und was das Ganze mit dir zu tun hat, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Das Thema digitale ID, digitaler Personalausweis, Digital Wallet ist ja nur ein Thema in einem großen Themenkomplex rund um den digitalen Gulag, in den sich die EU immer weiter verwandelt, mit ganz konkreten bedrohenden Konsequenzen für dich, deine Familie und dein Vermögen. Man denke nur an Dinge wie zum Beispiel Vermögenssteuer, Enteignung oder auch das Thema Wehrpflicht. Wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, wie man sich davor schützen kann, was man dagegen machen muss, welche Aspekte man dabei beachten muss, wie zum Beispiel zweite Staatsbürgerschaften, Zweitpässe, Aufenthaltsgenehmigungen, Konten außerhalb der EU, Vermögensdiversifikation außerhalb der EU. Das ist Thema bei unserem Plan B Schweizer Taschenmesserseminar in Zürich. Neben mir wird auch der Daniel Taborek da sein und auch der Herr General außer Diensten Erich Warth, der lange Sicherheitsberater von Angela Merkel war. Er wird uns seine Analysen zu dem Thema geben, wie sehr die Wehrpflicht für deine Kinder, für deine Enkel, möglicherweise für dich zur Bedrohung werden kann in diesem nimmer enden wollenden Krieg in der Ukraine und dann auch weiteren Krisen, die in Zukunft uns begegnen werden. Wenn du also Gleichgesinnte treffen willst, wenn du mehr dazu erfahren willst, wie du dich vor diesen Maßnahmen schützen kannst, welche Tools du brauchst, um dich gegen Überwachung, Enteignung, Wehrpflicht, generellen Freiheitsentzug und einen übergriffigen Staat, eine übergriffige EU zu schützen, dann würde ich mich freuen, dich dort kennenzulernen. Termin auf unserer Webseite, Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben ja vor kurzem schon ein Video gemacht zum Thema digitale ID, digitaler Personalausweis. Da ging es um Vietnam. Dort wurden 86 Millionen Konten gesperrt bzw. gelöscht, weil deren Eigentümer das Konto nicht mit ihrer digitalen ID verknüpft haben. Also entweder ist der Eigentümer nicht mehr existent, er war noch nie existent oder eben der Eigentümer hat noch keine ID oder sich aus sonstigen Gründen nicht dazu entschieden, diese ID mit dem Konto zu verknüpfen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nun hat auch die britische Labour-Partei angekündigt, einen digitalen Personalausweis einzuführen. Das insbesondere deswegen brisant, weil es bisher in Großbritannien keine Personalausweispflicht gibt. Ja, das hast du richtig verstanden. Wir Deutsche, wir sind ja sehr obrigkeitshörig. Wir realisieren überhaupt nicht, dass eigentlich die Personalausweise eine Erfindung der Nazis sind. In Deutschland gibt's die Personalausweispflicht seit 1938 und das hat man natürlich dann gleich auch in der Bundesrepublik übernommen. Ein gutes Beispiel dafür, dass die Entnazifizierung in Deutschland komplett gescheitert ist und nie wirklich funktioniert hat. Denn mit der Personalausweispflicht gebe ich ja dem Staat letztlich das Recht, mich jederzeit anzuhalten auf offener Straße, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, ohne dass ich eine Straftat verwickelt bin in einen Unfall oder mich gefährdend verhalten habe, mich anzuhalten und zu sagen, zeig mir deinen Personalausweis. Wenn man das aus freiheitlicher Sicht betrachtet, dann ist das natürlich horrend. Dann ist das eine entsetzliche Vorstellung, dass mich einfach auf offener Straße ein Polizist anhalten kann und sagen kann, weise dich aus. Denn welches Recht soll dieser Polizist dazu haben? Welches Recht soll der Staat dazu haben, mich einfach so anhalten zu können? Das ist ja ein brutaler Eingriff in die Privatsphäre. Solange ich keine Gefahr bin, solange ich keine Straftat begangen habe oder in keinen Unfall verwickelt bin etc., ist das eine völlig ungerechtfertigte Forderung seitens des Staates. Wie gesagt, wir Deutschen haben dieses Bewusstsein komplett verloren. Wir ignorieren komplett, dass Personalausweise ein Mittel der Versklavung sind, ein Werkzeug der Diktatur sind, ein Werkzeug der Unterdrückung. Aber in anderen Ländern ist eben dieses Bewusstsein noch sehr wach und bisher hat Großbritannien auch dazu gehört und ich würde behaupten, dass Großbritannien immer noch dazu gehört. In den USA natürlich ganz genau das Gleiche. Auch in den USA gibt es keine Personalausweispflicht. Muss ich übrigens eine kleine Klammer machen. In Österreich gibt es auch keine Personalausweispflicht. Die österreichische Regierung hat nach dem Zweiten Weltkrieg genau das verstanden, was ich vorhin gesagt habe, dass nämlich der Personalausweis und die Pflicht, diesen mitzuführen, ein Werkzeug von Diktatoren ist und man hat es deswegen gelassen. Man hat deswegen die Personalausweispflicht abgeführt, die auch in Österreich die Nazis übrigens eingeführt haben. Tony Blair hat Ende der 90er Jahre in UK versucht, einen Personalausweis einzuführen. Eine Personalausweispflicht ist aber damit gescheitert am Protest der Bevölkerung. So wichtig war das den Briten, dass eine solche ID, damals noch nicht digital, aber eine solche Personalausweispflicht kommt.
das erste, was die konservativ-liberale Regierung 2010 gemacht hat unter David Cameron. Und da war man sich mit den Lib Dems, also mit den Freidemokraten einig, die ja sonst eigentlich sehr links sind. Man hat diese Datenbank, die Tony Blair etabliert hatte, mit den Daten der Bevölkerung zerstört. Man hat die Daten gelöscht. Und jetzt kommt die Labour-Partei unter Keir Starmer auf diese verrückte, durchgeknallte Idee, die in der Bevölkerung überhaupt keine Rückhaltung hat, Zero Rückhaltung, eine solche digitale ID einzuführen. Warum? Das versteht tatsächlich kein Mensch. Ich will dir mal eben hier einen Artikel zeigen aus der englischen Presse, Daily Telegraph, heute Freitag, der 26. September 2025. Hier kannst du sehen, das ist so ein Live-Feed. Hier steht schon oben drüber, Starmer faces Labour revolt over digital ID cards. Ja. Also selbst in der Labour-Partei sind diese Maßnahmen extrem umstritten. Ich habe mehrere Tweets auf X gesehen von Parlamentariern der Labour-Partei, die sich ganz strikt dagegen ausgesprochen haben. Jeremy Corbyn, der nicht mehr Mitglied der Labour-Partei ist, ein Ultralinker. Ich stimme ihm in den meisten seiner Positionen nicht zu, hat sich ganz klar dagegen geäußert. Ich poste den Link zu diesem Artikel hier in die Beschreibung des Videos, dann kannst du die politische Diskussion in UK selbst nachlesen, wenn es dich interessiert. Also die große Frage ist, warum führt die Labour-Partei nun diese digitale ID ein, obwohl es dort so große Vorbehalte in der Bevölkerung gibt? Nun, der offizielle Grund ist, dass man gegen die illegale Einwanderung vorgehen muss. Natürlich ist die Labour-Partei hier stark unter Druck, denn man kriegt das Problem der illegalen Einwanderung nicht in den Griff. Zugegebenerweise ist das nicht nur die Schuld der Labour-Regierung. Auch die Konservativen haben sich ja hier nicht mit Ruhm bekleckert. Das hat verschiedene Gründe. Darauf will ich jetzt hier in diesem Video nicht eingehen. Vor kurzem haben in London Hunderttausende demonstriert gegen dieses Problem. Die britische Regierung gibt jeden Tag 8 Millionen Pfund für Asylhotels aus, wo Asylbewerber in 3- und 4-Sterne-Hotels mit Vollpension übernachten, Milliarden pro Jahr. Und man will nun über diese digitale ID diesem Treiben Einhalt gebieten, weil man damit sagt, gut, wenn du im UK Arbeit suchen willst, dann musst du eine solche digitale ID haben, einen solchen digitalen Personalausweis, sonst darfst du da keine Wohnung mieten und darfst auch keinen Job annehmen. Wie in aller Welt das Problem der illegalen Einwanderung lösen soll, ist mir natürlich völlig unklar und auch allen anderen Kommentatoren ist das völlig unklar. Diejenigen Arbeitgeber, die illegale Einwanderer beschäftigen, die wissen ja ohnehin, dass es illegale Einwanderer sind. Die müssen nicht erstmal noch prüfen, ob es da irgendeine ID gibt oder nicht, um das zu wissen. Die beschäftigen ganz bewusst illegale Einwanderer, weil diese für wenig Geld arbeiten, für einen Hungerlohn arbeiten möglicherweise. Die zahlt man bar, die genießen keine Rechte, da muss man keine Sozialversicherung bezahlen, gibt es keinen Kündigungsschutz und so weiter und so fort. Was eine digitale ID daran ändern soll, das ist mir völlig schleierhaft. Mir ist natürlich klar, warum ein Staat eine digitale ID einführen will und das Stichwort ist hier die totale Kontrolle. Wir haben es ja schon in meinem Video vor kurzem besprochen. Da ging es um Vietnam. Wie gesagt, ich hatte es in der Einleitung kurz erwähnt. Dadurch, dass die ID dann eigentlich in allen möglichen Belangen des täglichen Lebens mit implementiert wird, hat der Staat natürlich dann eine gigantische Möglichkeit, auf Daten zuzugreifen, die mit dieser ID verknüpft sind. Konten, haben wir schon gesagt, der Staat hat mehr oder weniger einen direkten Zugang auf dein Konto, dadurch, dass deine digitale ID dann auf dem Konto autorisiert ist. Ich habe ein Video vom WEF gesehen und das WEF ist natürlich hier vollauf begeistert von diesen digitalen ID. Die haben das schon lange promoted. Ein feuchter Traum, der hier in Erfüllung geht für die verschiedenen WEF-Repräsentanten. Und diese Person des WEFs sprach dann davon, dass man über die digitale ID letztlich den CO2-Footprint einer Person genau ermitteln kann. Denn man kann ja dann zuordnen, genau welche Person was kauft, was sie isst, ob sie Fleisch isst oder nicht und so weiter und so fort. Und dann kennt man den sogenannten Carbon Footprint und dann kann man ja möglicherweise, und das wäre so die Folge einer solchen Aussage, dann könnte man natürlich dann gleich eine CO2-Steuer hier erheben, konkret für diese Person, basierend auf ihrem aktuellen CO2-Verbrauch, ob sie fliegen, ob sie Auto fahren, wohin sie sich bewegen, etc. pp. Zugegeben, das ist jetzt wahrscheinlich ein ziemlich abwegiges Beispiel, aber da ja die digitale ID auf dem Handy sein wird, hat dann die Regierung gleichzeitig auch ein komplettes Bewegungsprofil von dir. Und es braucht eben nicht mal die Einführung eines digitalen Euro oder einer digitalen Währung, um komplett hier mit deinen Zahlungssystemen, mit deinen Bankkarten, mit deinen Bankkonten vernetzt zu sein. Am Beispiel Vietnam haben wir gesehen, dass das schon jetzt Realität wird und das wird garantiert auch im UK so sein.
und in allen Ländern, die eine solche digitale ID einführen, ebenfalls. In England mobilisieren sich die Proteste gegen die digitale ID. Wie gesagt, es musste schon mal ein sehr beliebter Premierminister, also Tony Blair, war ja im Vergleich zu Keir Starmer sehr beliebt. Er wurde zweimal wiedergewählt, er wurde insgesamt 3-mal gewählt, war im Grunde genommen immer populär. Sein großer Fehler war der Irakkrieg natürlich, dass er dort mit Bush in diesen ungerechtfertigten Krieg gezogen war. Und die Sache mit dem Personalausweis war dann ebenfalls ein weiteres Vorhaben, was krachend für ihn gescheitert ist. Also am Protest der Bevölkerung, wie gesagt. Das heißt, ich sehe auch diesmal Chancen tatsächlich, dass dieses Vorhaben im UK scheitern wird, vor allen Dingen, weil es ja keinerlei Chance bietet, der illegalen Einwanderung in irgendeiner Weise Einhalt zu gebieten. Und das durchschaut natürlich sofort jeder Bürger. Natürlich die illegale Einwanderung oder generell das Thema Einwanderung ist für viele Briten ein Riesenproblem, die gleiche Situation wie in vielen anderen Ländern auch. Aber die Briten durchschauen eben die Regierung und wissen, dass im Grunde genommen diese digitale ID dann eine Waffe ist, die gegen sie selbst gerichtet wird und nichts damit zu tun hat, die illegale Einwanderung zu bekämpfen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da in England noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, obwohl natürlich England keine direkte Demokratie ist wie die Schweiz. Und übrigens, da stimmen die Schweizer am 28. September 2025 ab, also in 2 Tagen. Heute ist Freitag, der 26. September 2025. Also auch hier, wie ich es vorhin schon gesagt habe, in das Thema kommt gerade international Bewegung rein. Die EU-Länder müssen ebenfalls eine digitale ID einführen. Das ist ja schon beschlossen auf EU-Seite. Auch das wird in den nächsten 1 bis 2 Jahren passieren. Der Widerstand formiert sich jetzt in England gerade ziemlich stark. Wie gesagt, in England gibt es sowieso noch keine Personalausweispflicht. Das heißt, für die Bürger ist das tatsächlich etwas völlig Neues. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass diese fehlende Personalausweispflicht eher eine Ausnahme ist. Ansonsten kann man leider nicht sagen, dass der UK kein Überwachungsstaat ist. In keinem Land, glaube ich, gibt es mehr Videokameras als in UK. Wenn du schon mal in London warst, dann hast du das sicherlich gesehen. Dort stehen wirklich überall Überwachungskameras, hängen überall. Also da kannst du im Grunde genommen keine 10 Schritte machen in London, ohne dass du auf Video aufgezeichnet wirst. Also das heißt, du musst das alles auch im Verhältnis sehen. Aber wie gesagt, dieses konkrete Thema Personalausweis, digitale ID ist nun eben ein Thema, was noch ein solcher freiheitlicher, demokratischer Lichtblick ist in einer sonst eher deprimierenden Gesamtsituation im UK, wenn man das Thema Freiheit und Überwachung anschaut. Ich kann mich erinnern, als ich 2003 nach UK umgezogen bin, da war das noch ganz anders. Da waren zum Beispiel noch Inhaberaktien erlaubt. Da konnte man anonym Gesellschafter sein, konnte man anonym Gesellschaftsanteile an einer britischen Gesellschaft halten. Auch das geht natürlich jetzt schon lange nicht mehr. Treuhanddirektoren, Treuhand-Shareholder waren möglich. Es gab kein Transparenzregister und das galt nur beim Thema Handelsregister. Dann gab es einen sehr fortschrittlichen Non-Dom-Status. Man musste der Regierung überhaupt nicht mitteilen, was man an ausländischen Einkünften hat. Die konnte man einfach haben, ohne irgendwas den Behörden mitteilen zu müssen. Aber wie gesagt, so nach und nach hat sich das auch dann alles gewandelt. Und das ist eben auch das Problem am UK. Wenn sie dann diese Sachen einführen, dann werden sie im Grunde genommen päpstlicher als der Papst. Ja, das heißt, ich würde zum Beispiel jetzt sagen, Compliance bei Bankkonten und so weiter ist im UK zum Teil sehr viel strenger als in Deutschland. Du kennst das vielleicht, wenn du ein Revolut-Konto hast oder ein Wise-Konto hast. Beides sind ja britische Fintechs. Was die zum Teil Informationen wollen von ihren Kunden, ist ja schon wirklich dramatisch. Jede größere Überweisung muss man dann zeigen, warum, wieso, weshalb, wer ist der Beneficial Owner etc. pp. Wenn sie es dann einführen, dann werden sie sehr pedantisch und das ist jetzt eben im Grunde genommen auch die Sorge, die viele Bürger haben hinsichtlich dieser digitalen ID, dass man dort ganz extrem über die Stränge hinausschlägt. Für all jene, die nicht im UK wohnen, wird das ein Vorgeschmack sein für das, was dann auch in der EU kommt. Deswegen betrifft diese Diskussion natürlich jeden. Ich persönlich bin der Meinung, dass man sich nicht dagegen wehren kann. Im UK wird es vielleicht gehen, in der EU wird es mit Sicherheit nicht gehen. In der EU wird auf jeden Fall die digitale ID kommen. Gegen den Strom zu schwimmen wird dir nichts bringen. Du musst also mit dem Strom schwimmen und du musst das System im Grunde verwenden und zu deinen eigenen Gunsten letztlich nutzen. Wie kannst du das machen? Naja, also schon mal, indem du mehrere digitale IDs hast. Ja, du kannst ja zum Beispiel einen Wohnsitz etablieren in Malta als Beispiel und bekommst dann in Malta, wenn es mal soweit ist, eine digitale ID in Malta oder in verschiedenen anderen Ländern auch oder in den USA.
wo es ja ebenfalls keinen Personalausweis gibt, aber wo dann der Führerschein letztlich als ID funktioniert. Wenn dort mal eine digitale ID kommt, könntest du das ebenso machen oder in etlichen anderen Ländern auch, wo ein solches Vorhaben dann implementiert wird. Es reicht ja dann ein Wohnsitz aus. Ich habe ja einen Wohnsitz zum Beispiel in Großbritannien, das heißt, obwohl ich kein Brite bin, werde ich hier trotzdem dann die digitale ID bekommen oder ich bin verpflichtet, diese dann zu haben. Und so könntest du dann zum Beispiel verschiedene digitale IDs haben. Wie das Ganze dann konkret funktioniert, muss man sich überlegen. Wird man verschiedene Telefone brauchen, wenn man nicht alle in einem Wallet haben will, wenn man nicht will, dass die eine ID sozusagen von der anderen erfährt. Ja, das sind dann Dinge, die man überlegen muss. Aber im Grunde genommen sind das die Wege, wie du damit umgehst. Und ich halte es komplett für vergebene Liebensmüh, sich dagegen zu wehren. Das wird nicht funktionieren. Aber das braucht natürlich alles Zeit, das kostet Geld, das ist Aufwand. Man muss in verschiedene Länder fliegen, man muss sich möglicherweise eine Wohnung mieten, muss sich dort anmelden, man braucht ein Visum, man braucht einen Aufenthaltstitel etc. pp. All das, was wir ja mit Mandanten regelmäßig machen. Wenn man da eine richtige Strategie entwickeln will, dann hat das verschiedene Dimensionen, nicht nur das Thema digitale ID, sondern eben auch dann das Thema Bankkonten. Also welches Bankkonto verknüpfe ich dann mit welcher ID? Da ist dann auch das Thema automatischer Informationsaustausch natürlich wichtig. Also was ist, wenn ich jetzt in einem Land lebe und eine digitale ID habe, wo es keinen automatischen Informationsaustausch gibt, dann wäre das ja vermutlich nicht schlecht mit dem einen oder anderen Konto zu verknüpfen. Ja, um solche strategischen Überlegungen geht es da. Aber daraus folgend muss dir einfach völlig klar sein, dass der Informationsaustausch, die digitale ID und natürlich dann auch die digitale Währung, CDBCs, das in Kombination ist das ultimative Kontrollsystem, was der Staat etablieren will. Und Informationsaustausch meine ich jetzt nicht nur den Informationsaustausch nach OECD CRS bei Banken, sondern Informationsaustausch durch Big Tech zum Beispiel. Ja, also du hast eine digitale ID und diese digitale ID kommuniziert mit den anderen Apps auf deinem Handy. Das heißt, das Handy übermittelt an die digitale ID, wo du dich genau aufhältst. Das heißt, Apple übermittelt dann an den Staat, wo du dich genau aufhältst. Die Banking-App übermittelt an den Staat, welches Geld du ausgibst, wie viel Geld du einnimmst, für was du Ausgaben tätigst. Die Health-App übermittelt an den Staat vielleicht, dass du übergewichtig bist, dass du einen Blutdruck hast. Wer weiß, wie das der Staat dann gegen dich verwenden kann. Vielleicht schlägt er dich dann für die Sterbehilfe vor. Irgendwann wird vielleicht die Polizei Zugang zu diesen Daten haben und dann wirst du hier möglicherweise verdächtigt werden oder verdächtig sein, weil bestimmte Faktoren auf dich zutreffen, obwohl du überhaupt nichts falsch gemacht hast, sagt der Staat dann, naja, bei dir ist das Risiko besonders groß, dass du eine Straftat begehst, weil du als jemand bekannt bist, der sich nicht an die staatlichen Regeln hält. Zum Beispiel, du isst zu viel Fleisch, du rauchst, du bist übergewichtig und du hältst dich in Ländern auf, wie zum Beispiel Serbien und Georgien, die nicht in der EU sind und du hörst Musik, die staatlich nicht konform ist und du spielst YouTube-Videos von Perspektive Ausland, die dich gegen den Staat aufstachen. So, das ist ja das ultimative Szenario. Und alles läuft dann bei der digitalen ID beim Staat zusammen. Natürlich nicht sofort, das ist mir völlig klar. Wir reden jetzt hier von einer Zukunftsvision und wenn wir Glück haben, dann kommt es vielleicht nicht. Ich kann nicht sehen, dass wir dieses Glück haben werden, denn genau darauf bewegt sich eigentlich gerade alles zu. Zumindest wenn du in der Europäischen Union lebst und, wie man jetzt gehört hat, auch im UK, was ja nicht Teil der Europäischen Union ist. Also dieses Bedrohungspotenzial, wenn dir deine Freiheit wichtig ist, darf man nicht unterschätzen. Denn wie gesagt, wenn du dich nicht gesetzeskonform verhältst, wenn du möglicherweise sagst, okay, ich ziehe jetzt nach Dubai um, ich möchte nicht in den Krieg gehen, hier gegen Russland in der Ukraine kämpfen müssen, dann sagt der Staat einfach, gut, dann deaktivieren wir deine digitale ID, dann ist dein deutscher Pass, dein deutscher digitaler Pass und Personalausweis deaktiviert. Das darf man machen. Nach dem deutschen Passgesetz ist das erlaubt. Und dann kannst du dir vorstellen, was dann passiert. Dann kannst du auf einmal keine Konten mehr verwenden, weil die auch alle mit deiner digitalen ID verknüpft sind. Dann könntest du möglicherweise keine Wohnung mehr mieten, kannst du natürlich nicht mehr reisen und so weiter. Deswegen, du brauchst weitere IDs, weitere Personalausweis, weitere Pässe möglicherweise, um dich genau vor diesem Szenario zu schützen. Also, das sind alles Themen, die wir besprechen werden in Zürich auf unserem Seminar. Würde mich freuen, dich dort zu begrüßen. Ansonsten natürlich auch gerne jederzeit ein Beratungsgespräch buchen. Link dazu ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Wir setzen uns seit fast 20 Jahren mit diesem Thema auseinander.
helfen Mandanten beim Auswandern, beim Plan B, Steueroptimierung im Ausland, Vermögen im Ausland aufzubauen und sich vor der Zugrifflichkeit des Staates und der EU zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.